zu Denathan. Das ist wie Jonathan. Johnny, Jonathan, Danny, Donathan. Ergibt doch Sinn, oder? So. Denathan? Ja. Du bist nicht so ein Freund davon, viele Charakter zu haben? Naja, das Ding ist halt, eigentlich ich auch nicht. Also besser gesagt, als ich Flight Universe angefangen habe, habe ich gesagt, ich will nie wieder so viele Accounts. Das ist die Formulierung wichtig. Ich will nie wieder so viele Accounts haben wie in Flight PC. Bei Flight PC habe ich halt über 20 Accounts. Also nicht Charakter, sondern Accounts. Und da habe ich dann halt gesagt, das war mir dann echt zu viel, verwaltungstechnisch und so. Das war echte Arbeit, kann man sagen. Und das war mir dann irgendwann echt too much. Vor allem, weil ich dann auch noch auf 2 Servern gespielt habe. Und viele dieser Accounts auch wirklich komplett voll mit Charaktern waren. Über Level 60, also viele davon auch über Level 100 oder so. Und da habe ich mir dann auch irgendwann gesagt, das mache ich auf jeden Fall nie wieder. Und bei Flight Universe habe ich mir das Limit gesetzt, okay, ich erstelle mir auf keinen Fall mehr als 8 Accounts. Dem bin ich auch treu geblieben. Ich habe immer noch nur 8. Also anfangs hatte ich nur 2, mittlerweile habe ich 8. Wegen der 8-Chart-Taktik halt. Und das Ding ist halt, wie gesagt, grundsätzlich habe ich zwar gesagt Accounts, aber eigentlich war natürlich indirekt auch gemeint, ja, auch nicht mehr so viele Charakter zu haben, weil, also vielleicht speziell ist komplett übertrieben, da ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Charakter ich da habe. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Zu viele auf jeden Fall. Gut, im Flash-PC muss man dazu sagen, man konnte die Charakter besser verwenden. Mein Flash-PC hat es tatsächlich auch irgendwo Sinn gemacht, viele Charakter zu haben. In Flash Universe gibt es zum Beispiel sowas wie den Dungeon Downer nicht mehr. Und Solo-Dungeon Farm ist auch keine Sache. Also ich meine, man kann es auch nicht ganz vergleichen. Flash PC hat einfach anders funktioniert. Flash PC hat tatsächlich Sinn gemacht, so viele Charakter zu haben. In vielen Situationen. In Flash Universe kann man sagen, also so extrem viele Charakter zu haben, macht nur bedingt Sinn. Aber es gibt halt eine Sache, wo es halt schon Sinn macht. Oder 2 Sachen. Battle Pass. Und Playtime Rewards / Events. Da macht es halt schon Sinn. Und wenn du jeden Tag, du musst da nichts dafür tun, einfach nur 60 Minuten online bist, kriegst du ja, wie viel kriegst du? 9? Check that. Yeah. 9 Playtime Rewards. Das können sehr viele Premium-Items sein, Upcut Stones, Great Eel, andere Power-Ups. Und wenn du mit genügend Charaktern dir das abholst, wirst du auch täglich die Upcut Stones und so bekommen. Oder wirst du auch täglich gute Sachen bekommen. Und das stackt natürlich schon. Genauso wie im Battle Pass, wenn du es schaffst, wirklich mit allen Chars den Battle Pass abzuschließen, macht das schon viel aus. Das Ding ist halt nur, vor allem auf die Power-Ups bezogen, beim Battle Pass sind es natürlich auch Protects, also da würde ich es wieder ein bisschen anders gewichten. Aber bei den Power-Ups kann man jetzt natürlich drüber streiten, weil man kann sagen, naja, wenn jetzt irgendwie 30 Characters, die alle 500 Upcut Stones haben, wirst du die überhaupt jemals alle benutzen? Und ich meine, vor dem Problem stehe ich jetzt schon, dass ich sie höchstwahrscheinlich niemals benutzen werde, weil es actually zu viele sind. Also allein Upcut Stones auf all meinen Charaktern habe ich wahrscheinlich 1500 oder so. Die werde ich niemals benutzen. Aber du sagst es, besser haben als brauchen. Und ich habe ja nicht wirklich was dafür gemacht. Also ich meine, klar, jeden Tag die Charakter online holen und so. Wobei man sagen muss, die Playtime Rewards habe ich mir jetzt auch nicht wirklich jeden Tag abgeholt, die letzten 2 Jahre. Es gab auch viele Tage, wo ich es dann nicht komplett bekommen habe, weil ich halt einfach keine Zeit hatte oder so. Aber ich habe es natürlich schon immer probiert. Und ja, es hat sich schon gelohnt. Also ich meine, kann es nicht oft genug betonen. Ich kann jetzt jeden meiner Charakter jederzeit spielen, wann ich will. Kann Full Power-Up gehen. Und es kann mir vollkommen egal sein, weil ich für die Power-Ups keinen einzigen Benja ausgegeben habe. Also,
lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt, in Fly Universe machen ultra viele Charakter nicht so ultra viel Sinn. Bis zu einem gewissen Grad aber schon. Vor allem, wenn man Free-to-Play ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Charakter hast als Free-to-Play-Spieler und du hast aber auch keine Lust, so viel Geld für Power-Ups auszugeben, dann hast du aber irgendwie keine andere Wahl, weil ich meine, nur durch Battle Pass, Daily Playtime Rewards und Events wirst du höchstwahrscheinlich nicht genügend Power-Ups bekommen, um jeden Tag 2, 3, 4 Stunden zu spielen und niemals out of Power-Ups zu gehen. Das wird einfach nicht funktionieren, weil das Spiel ist nicht so konzipiert, ist ja logisch, dass du Free-to-Play technisch 24/7 Power-Ups aktivieren kannst, aber Free-to-Play bist. So funktioniert es nicht. Also, grundsätzlich natürlich schon. Also, das war jetzt wieder schlecht formuliert. Du kannst natürlich schon Free-to-Play sein. Aber du musst dir die Power-Ups dann halt für Penny kaufen. Wohingegen, wenn du halt genügend Charakter hast, kannst du dir die Power-Ups halt, wie gesagt, auf mehreren Charaktern verdienen und dann einfach zwischen den Charaktern hin und her springen, sodass du dir die Power-Ups eben nicht kaufen musst. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Also, ist zwar jedem selbst überlassen, wie er es macht. Aber ich finde halt, wenn man sich die Power-Ups nicht kaufen muss, wenn einem das Spiel so viele schenkt, bei genügend Charaktern, dann kann man das ja eigentlich auch ausnutzen. Aber man braucht nicht so viele Charakter. Also ich würde sagen, also bei 8 Charaktern reicht es wahrscheinlich schon, wenn du die wirklich abwechselnd spielst. Farmst halt mal 2, 3 Wochen mit dem Char-Dungeons oder so, bis er keine Power-Ups mehr hat. Dann wechselst du und so. Könnte sein, dass 8 Chars schon reichen, wenn du die durchrotierst. Und ich meine, im schlimmsten Fall sind es 16. Aber wie gesagt, zu den Fly-PC-Zahlen oder im Verhältnis zu den Fly-PC-Charaktern, die ich zum Beispiel hatte, ist das halt nichts. Also da wären 8 oder 16 Charakter nichts. Jeden Tag eine gute Tat. Und dann ein Attentat. Ich schlitze dich auf, du Schwein. Oder? Es war nur ein Witz. Haha, hab ich einen Witz gemacht. Beileid. Da habe ich mir mal vorgestellt, dass das richtig, also no front, dass das richtig scheiße sein muss, Weihnachten Geburtstag zu haben. No front. 25. Man gewöhnt sich dran. Hört sich an, als wäre es kacke. Das sagt man nur über Dinge, die eigentlich ätzend sind. Ihr könnt auch die tollsten 30 Sekunden eures Lebens haben, wenn ihr jetzt die Umfrage im Chat ausfüllt. Dauert nur 30 Sekunden. That's what she said. 40. Also ich bin einfach über 100 Ränge gedroppt. Wegen dem Server-Merch. Level up, baby, let's go. Level up, baby, let's go. Easy mother. Tja. Ja. Du sagst es. Tja. Scheiße gelaufen, ne? Wird mir stinken, wenn ich du wäre. Wird mir stinken, wenn ich wäre. Oh, Moment. Ich bin ich. Scheiße. Ich sehe gerade bei der Master Quest steht einfach erreiche Level 90. Nicht Level 90, sondern Level 90. Lul. Keine Ahnung, ob es bei anderen Quests auch stand. Ja, mir auch nicht aufgefallen.